Der Lastwagen hatte gerade auf einem leeren Parkplatz am Straßenrand angehalten, als der Fahrer plötzlich durch ein Klack-Geräusch aufgeschreckt wurde. Er ging schnell zur Vorderseite des Wagens, wo das seltsame Geräusch herkam, und war schockiert, als er einen Vogel sah, dessen Kopf im Spalt vor der Motorhaube feststeckte. Das Tier hing in der Luft und schlug hilflos mit den Flügeln. Es war schmerzhaft, ich geriet in Panik und mein Körper zitterte vor Angst. In diesem Moment konnte der Mann nur an eines denken: Es lebte noch und hatte glücklicherweise das Auto beim Anhalten getroffen. Andernfalls wäre das Ergebnis wahrscheinlich tragisch. Ohne eine weitere Sekunde zu zögern, eilte er zur Vorderseite des Wagens und versuchte, das Tier herauszuholen. In diesem Moment erkannte er, dass es ein Falke war, ein Raubvogel, der für seine Schnelligkeit und Wildheit bekannt ist. Doch nun besaß es keinerlei Würde mehr, war nur noch ein verwundetes, zitterndes Wesen mit schwacher Atmung. Jedes Mal, wenn er ihn berührte, schlug der Falke wild um sich und seine scharfen Krallen gruben sich in seine Hand, so dass sie blutete. Gemeinsam mit seiner Begleitung dauerte es lange, bis er den Vogel herausziehen und vorsichtig auf dem Autositz ablegen konnte. An diesem Punkt hörte der Vogel auf, sich zu wehren, vielleicht weil er erschöpft war oder spürte, dass sie ihm nichts Böses im Schilde führten. Aber seine kalten Augen starrten noch immer misstrauisch. Der Mann brachte es sofort zum Tierarzt. Die Ärzte verabreichten Narkose, richteten ausgerenkte Gelenke und verbanden Wunden an Hals und Flügeln. Obwohl er immer noch schwach und flugunfähig war, konnte sein Leben gerettet werden. Der Mann konnte ihn nicht in Ruhe lassen und nahm den Vogel mit nach Hause. Er kümmerte sich mit Geduld und Zärtlichkeit darum, zerschnitt das Fleisch sorgfältig und fütterte es Stück für Stück. Mit jedem Tag heilte die Wunde allmählich und der Vogel beruhigte sich allmählich und begann, dem Mann zu vertrauen. Nach nur einer Woche konnte der Falke mit den Flügeln schlagen und fliegen. Der Mann öffnete die Käfigtür und empfand ein leichtes Bedauern, war aber dennoch froh, den Käfig freizulassen. In dem Moment, als der Vogel in den Himmel aufstieg, dachte er, es sei vorbei, aber unerwartet geschah ein Wunder. Von diesem Tag an kam der Vogel jeden späten Nachmittag zurück und ließ sich auf seinem Balkon nieder, als käme er nach Hause. Einfach so brachte es sogar ein paar kleine Äste zurück und begann, direkt auf dem Geländer ein Nest zu bauen. Es dauerte nicht lange, bis das Nest wunderschöne hellbraune Eier enthielt. Und dann machten die Falkenbabys ihren ersten Ruf direkt vor der Veranda des guten Mannes. Die Vogelmutter sah ihn an, ihre Augen glänzten vor Stolz, als wolle sie mit ihm vor ihren kleinen Kindern angeben. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Geschichten nicht verpassen.